Ja, nach Rot wurde ich zu so einer Art kleinen Saisonpause gezwungen. Wohl wissend, dass die T100 London auch nicht mehr weit weg war. Es war ein bisschen schwierig, weil ich musste mich definitiv erholen, ein bisschen runterkommen. Und ja, das Jahr wird ja richtig lang, von daher musste irgendwo auch so ein Break her. Den habe ich ungefähr eine Woche gemacht, wo ich einfach wirklich super wenig, also mich einfach nur ein bisschen bewegt habe, damit die Erholung vorangeht. Ansonsten mich anderen Sachen gewidmet habe. Es bleibt ja auch immer viel liegen so an einfach Themen neben den Wettkämpfen, die bearbeitet werden dürfen. Und dennoch war es auch einfach super schön, mal zu Hause zu sein, so die Seele baumeln zu lassen, Zeit mit meiner Familie, mit Nino zu genießen. Tatsächlich verhältnismäßig wenig passiert und viel im Training. Also das heißt, wir haben uns ein bisschen eingeigelt, haben für uns gearbeitet. Und wenn man jetzt von nach Rot mal geht, hatten wir die Transition zum T100-Rennen in London. Da waren wir einfach gespannt, was geht nach der Langstrecke, wie konkurrenzfähig ist Laura, welche Sachen sind da. Wir haben was ausprobiert im Training mit dem Blood Flow Restriction Training zwischen Rot und dem T100-Rennen. Und ich würde jetzt sagen, das T100-Rennen ist gut gelaufen. Wir haben gesagt, das ist so ein bisschen ein Spielfeld, wo wir Dinge ausprobieren können in dem Jahr und einfach schauen, wo steht Laura innerhalb der schnellsten Mädels. Und jetzt ist wieder voller Fokus in Richtung Nizza. Es war ein richtig hartes, cooles Rennen und ich war super glücklich, dass ich mich einfach stark gefühlt habe, dass ich mich gut gefühlt habe, auch Gas geben konnte, wurde ein bisschen ausgebremst dadurch, dass ich meine komplette Verpflegung verloren habe zum allerersten Mal. Das heißt, ich bin irgendwie auf einem Gel und ein bisschen was in meinem Trinksystem Rad gefahren. Das hat sich dann beim Laufen hinten raus halt schon bemerkbar gemacht. Das war ein bisschen schade, aber eben auch eine Lektion, die ich gelernt habe, Flaschen noch besser sichern. Jetzt bei der T100-Distanz geht es mal gut. Bei einer Ironman-Distanz wäre es wirklich vielleicht, hätte es dramatische Folgen. War auf jeden Fall cool in London gewesen zu sein. 4. Platz am Ende. Ich bin damit super zufrieden gewesen. Natürlich freue ich mich jetzt nicht über den 4. Platz. Aber bei dem Niveau ist es einfach so, dass man sich über seine Leistung freuen muss, wenn die gut war. Und das tue ich definitiv und nehme das Rennen und das Erlebnis einfach wirklich so ein Stück weit, habe ich das versucht als Rückenwind mitzunehmen in den finalen Nizza-Trainingsblock. Und der hat dann eigentlich auch schon eine Woche nach London angefangen. Ich bin wieder mit Philipp und Nino nach St. Moritz. Und wir haben uns überlegt, dass einfach wirklich hier oben die Höhe, die Berge mich jetzt optimal vorbereiten sollen auf Nizza. Ich denke, die Strecken hier, ich kenne die natürlich alle super gut und ich glaube, dass ich hier einfach wirklich jetzt nochmal einen richtig intensiven Trainingsblock machen kann. Es ist der Trainingsblock, auf den ich das gesamte Jahr gewartet habe. Philipp hat gesagt, jetzt wird erstmals richtig hart trainiert. Und ich muss sagen, es war tatsächlich schon so, dass ich der Dienstag hat es in sich, das ist so ein Tag, als ich den das erste Mal jetzt gemacht habe, da war ich echt ein bisschen am Limit und es kommt nicht so oft vor. Häufig frage ich, kann ich nicht noch mehr machen? Und jetzt hat er es wirklich mal geschafft, dass ich nicht noch mehr machen wollte. Von daher, ich hoffe, dass sich das Training auszahlen wird und es macht auf jeden Fall, neben dem, dass es sehr, sehr anstrengend ist, dennoch viel Freude, weil einfach das Wetter genial war hier oben. Die Trainingsstrecken sind ein Traum und es war auch relativ viel los jetzt die letzten Wochen hier oben. Viele Athleten, die sich jetzt noch auf Wettkämpfe vorbereitet haben, von daher war es auch nie einsam. Wir haben gesagt, dass wir im Prinzip für den Start in die zweite Saisonhälfte, und die läuten wir mit Nizza jetzt wirklich ein, einfach einen großen Trainingsblock nochmal brauchen. Und den haben wir uns entschlossen, hier in Engadin zu machen und haben dafür den gesamten August uns Zeit genommen. Das heißt, wir sind jetzt, Laura hat jetzt etwas mehr als 2 Trainingswochen drin und ist in einem super intensiven Block angekommen. Ich glaube, wir haben letzte Woche hatte 32,5 Trainingsstunden und das in der Höhe wirklich gut zu verkraften. Ist spannend,
es auch für mich als Trainer eine Herausforderung, das wirklich gut zu machen, und auf der anderen Seite wächst die Vorfreude in Richtung Nizza. Wir haben die ersten Materialsachen, die gerade fertig werden. Wir sind dabei, die Events in Nizza zu planen und so weiter. Das heißt, das ist jetzt gerade eine ganz geschäftige Zeit, obwohl es relativ ruhig ist. Jetzt darf ich endlich mal Ironman-Training machen, also einfach so klassisches Langdistanztraining, was ich eigentlich sonst nie machen darf. Das heißt, wirklich auch mal so in diesen Race-Pace-Bereich gehen, längere Intervalle, die halt nicht so hart sind, aber eben dafür länger. Und das ist halt etwas, was mir eigentlich so vom Typ sehr gut liegt. Das ist etwas, was ich gut kann, deswegen darf ich es auch häufig nicht machen oder eben nur ganz sensibel ausgewählt, wenn es wirklich darum geht, jetzt die Form zuzuspitzen zum Saisonhöhepunkt hin. Und das sind auf jeden Fall Einheiten, die machen mir Spaß. Natürlich gerade hier jetzt auch an den langen Pässen eben da so ein bisschen Gas zu geben, aber genau so, dass es noch nicht richtig wehtut. Gleiche auch beim Laufen, auch noch mal ein paar längere Läufe. Und überall eben so ein bisschen so dieses Ironman-Tempo. Das ist ja eigentlich so ein bisschen so mittendrin. Der Bereich, den ich eben sonst nicht so berühren darf. Und das macht auf jeden Fall Spaß. Ich würde sagen, dass ich bin sogar sehr zufrieden. Es ist tatsächlich das so ein bisschen, nachdem man als Trainer sich sehnt oder danach sucht, dass man einfach diese Zeit hat, in der man so ein bisschen von der Bildfläche verschwindet und wirklich Zeit hat, daran zu arbeiten, um dann später wieder was zu zeigen. Und ich glaube, jeder, der die erste Saisonhälfte verfolgt hat, hat gesehen, wie anspruchsvoll das gerade im Augenblick ist, auch da wirklich vorne mit rumzuturnen. Und deswegen brauchen wir jetzt auch einfach die Trainingsstunden, die Zeit auch nochmal so an Techniksachen zu arbeiten, die Zeit nochmal im Stoffwechsel zu schauen, die Zeit vielleicht auch nochmal an Schuhen rumzutüfteln. Einfach so ein paar Kleinigkeiten nochmal zu verändern, keine großen Sachen mehr, aber damit man wirklich gut dann übers Jahr kommt. Grundsätzlich ist der Anspruch, durch die T100 oder auch durch die Rennserie von Ironman einfach die deutlich mehr Rennen zu machen zu müssen auf einem höheren Niveau. Und ich glaube, das ist das Neue. Das heißt, man muss sich im Jahr ganz bewusst Phasen suchen, in denen man sich zurückzieht, arbeitet und dann wieder rauskommt, weil es unheimlich schwer ist, ein Jahr konstant auf einem sehr, sehr hohen Niveau zu verbringen. Also dass man dann tatsächlich auch wieder einen Peak herbeiführt. Das ist relevant und das braucht Zeit und das braucht diese Ruhe. Und deshalb war es jetzt ganz wichtig, dass eben nach dem London-Rennen ein bisschen Pause, dann in Ruhe eine Anreise hier hoch, jetzt ein 4-wöchiger Block. Dann geht es für uns nochmal nach Hause und dann fahren wir in Ruhe nach Nizza. Also ich denke, dass es eigentlich ein Riesenschatz ist, dass hier oben gerade sehr, sehr viele Menschen sind. Klar, wir haben voll die individuelle Brille auf, machen Lauras Ding sozusagen, aber wenn wir die Chance bekommen, auch mal, abends gemütlich essen zu gehen, oder Kai hat tatsächlich 6 Tage hier oben verbracht, in aller Ruhe mit uns. Ich empfinde das als Geschenk, dass er sich diese Zeit nimmt für sich, dass er eine Art Urlaub für sich macht und einfach eine Region im Sommer zu entdecken. Und das ist cool, wenn man dann, in Gemeinschaft teilen kann und auf der anderen Seite wieder jeder sein Ding dann macht. Ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben. Die Vorfreude auf Nizza, die ist auf jeden Fall riesig. Ich check schon immer Wetter, Wassertemperatur und so, da ist ja gerade richtig heiß. Aus dem Grund bin ich ganz dankbar, dass ich hier oben auch ein paar warme Tage hatte und es jetzt nicht so super kühl war. Ich bin auch ein paar Mal nach Italien wieder runtergefahren und da hat es dann auch deutlich über 30 Grad. Und dann rede ich mir natürlich ein, dass ich quasi Hitze- und Höhentraining in einem absolviere, was mich hoffentlich für Nizza einfach richtig fit macht. Jetzt ist es auch so, dass ich hier wirklich versuche, viele Berge einfach nochmal mit dem Zeitfahrrad zu fahren, weil das natürlich dann in Nizza zum Einsatz kommt, dass ich
ja, da möglichst gut mit klettern kann und aber eben auch gut abfahren kann. Ja, also ich muss sagen, geistig befasse ich mich schon viel mit Nizza, habe auch schon einige Videos geschaut, so die Strecke nochmal. Wir waren ja auch Anfang des Jahres da, so versucht das alles nochmal so ein bisschen vors innere Auge mir zu führen und freue mich dann aber auch echt schon, wenn der Trainingsblock hier absolviert ist, wenn es dann nach Nizza geht. Ja, wir waren ja Anfang Januar in Nizza und ich muss einfach sagen, dass durch die Stadt, durch das Hinterland, durch das Mittelmeer, durch Frankreich einfach ein ganz positiver Spirit an dieser WM ist. Ich kann gar nicht sagen, dass ich dieses Jahr vermisse, nach Hawaii zu fliegen, sondern tatsächlich ist meine Vorfreude groß, das an einem anderen Ort zu erleben. Ich finde die Strecke herausfordernd und spannend zugleich und ja, mein Ehrgeiz ist da geweckt und ich finde es cool und ich kann wirklich sagen, ich freue mich auf die 2 Wochen, die wir in Nizza verbringen werden. Ich versuche das kontinuierlich während dem Saisonverlauf zu machen, punktuell zu schauen im Training, wo steht sie. Wo sind wir unterwegs? Ich habe natürlich bei Laura wie bei keinem anderen Athleten Vergleichswerte. Das heißt, wir checken immer mal wieder während dem Training. Ich habe versucht jetzt gerade hier in der ersten Woche quasi den Energieverbrauch nicht zu hoch gehen zu lassen und dann ist es so, dass Laura gerne Intervalle am oberen Limit fährt von dem, was ich ihr vorgebe. Ja? Und dann kann es aber passieren, dass ich während dieser Intervallserie sage, okay, jetzt hier sind wir aber du bist so viel drüber gefahren, hey, lass uns lieber mal gucken, dass wir 1, 2 Intervalle weniger machen, damit es dann energetisch durchgeht. Und ich glaube, gerade am Ende der ersten Woche hatten wir so eine Situation, hey, da war es Sonntag haarscharf, das war der 3. Belastungstag und wir hatten da noch einen Tempowechsellauf drin über 2 Stunden. Und dann haben wir wirklich gesagt, so, zack, da hatten wir am Samstag zum Glück uns entschieden, ein bisschen weniger zu machen. Und da war ich sehr froh, dass ich das Korrektiv hatte. Wir werden garantiert in der Woche, wenn wir zu Hause sind, noch einmal wirklich alles durchchecken und dann halt vor allem die Stoffwechselwerte fürs Pacing mit nach Nizza nehmen. Nee, tatsächlich bin ich richtig zufrieden. Ich glaube, dass ein Teil jetzt gefixt ist. Also wir hatten ja die Schwierigkeit in Rot, dass das Schwimmen nicht so ganz nach unseren Vorstellungen gelaufen ist. Und wir haben das einmal quasi so von der mentalen Seite her beleuchtet. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, den Schuh, den ich mir anziehen muss, ist es nicht so einfach, wirklich aus der Höhe eine Top-Schwimm-Performance mitzunehmen. Ja? Weil der Atemreiz hier oben im Wasser ist schon immer wieder extrem und es ist leicht, so Richtung Race-Pace und solche Sachen zu gehen, aber so in die Spitzen wirklich reinzugehen, ist auch in der Höhe einfach anspruchsvoll immer wieder. Und was ja jetzt ist, wir kommen aus der Höhe runter, haben noch einige Tage bis zum Rennen dann und in denen wird dann eben auch unten nochmal fokussiert beim Schwimmen das Messer geschärft sozusagen oder das Messer gewetzt. Von daher glaube ich, dass wir das gut im Griff haben. Ich glaube, die Länge, das sitzt auch und jetzt, man darf halt einfach wirklich gespannt sein. Wie sage ich mal, der Anspruch der Radstrecke, der ist vornehmlich wirklich, wie lange kann ich das überziehen, wie komme ich energetisch durch und was kann ich hinten raus dann noch tatsächlich darauf laufen. Und das finde ich ein ultra spannendes Spiel jetzt hier in Nizza. Ja. Also das Training, muss ich sagen, läuft echt ganz gut. Natürlich werde ich auch so, jetzt ist ungefähr die 2. Belastungswoche, ich spüre schon auch Müdigkeit und muss mich hier und da mal überwinden. Gerade dann immer so die letzte Einheit am Tag, irgendwie die 3. ist dann schon nicht ganz einfach, da nochmal den Hintern hochzubekommen, wenn man sich schon mal so hingelegt hat. Und dennoch würde ich sagen, fällt es mir gerade leicht, weil jetzt einfach halt das große Ziel mit der Ironman WM in Nizza einfach so nah ist und jetzt schon so ein bisschen diese Phase ist, wo ich mir sage, okay, also wenn es irgendwann zählt, dann jetzt und
Ich möchte einfach versuchen, jetzt alles richtig zu machen, nicht zu viel zu machen, aber die Sachen, die ich machen darf, einfach richtig gut zu machen. Und ja, von daher würde ich sagen, schaffe ich es zum Glück immer wieder, wenn irgendwie der Schweinehund sich mal meldet, den wegzudrücken und zu sagen, hey, du darfst nach Nizza wiederkommen. Ja, also der Block hier oben, der ist tatsächlich fast 4 Wochen. Jetzt habe ich ungefähr ja, ein bisschen mehr als Halbzeit schon. Und dann geht es nochmal nach Hause. Kurze Erholung auch natürlich hier von dem Trainingsblock. Und dann fahren wir relativ früh nach Nizza. Ich glaube 10 Tage vor dem Rennen, um einfach dann auch nochmal vor Ort mich an alles zu gewöhnen, vor allem auch nochmal wirklich dieses Gefühl für die Strecke zu bekommen, auf der Strecke trainieren zu können und ja, vermutlich auch sich ein bisschen mehr noch an die Temperaturen zu gewöhnen. Und ich glaube, ja, dass mir das gut tun wird, da einfach in Ruhe anzukommen, das Rennen doch noch ein bisschen wegzuhaben und trotzdem einfach mit allem vertraut zu werden. Und ja, dann Rennwoche ziehen wir dann aus Vence, wo wir zuerst wohnen werden, dann runter an die Promenade. Und ich glaube, dann spätestens dann werden wahrscheinlich auch ja, die Nervosität einsetzen. Dann ist Race Week und ja, dann hoffe ich natürlich, dass da in Nizza richtig viel los ist und wir einfach da so eine coole Stimmung erleben werden, wie wir das letztes Jahr auf Hawaii hatten, als wir ja das erste Mal ein eigenes Frauenrennen hatten.